Gerade erst hatte der chinesische Hersteller NIO den 10 Millionsten Batteriewechselvorgang gefeiert. Jetzt bekräftigt NIO-Chef Hui Chang in einem Interview, dass der Marktstart in Deutschland unmittelbar bevorstehe. Die E-Limousine ET7 soll ab dem 4. Quartal in Deutschland erhältlich sein. Alles, was man über den NIO ET7 wissen muss und was es mit den Batteriewechselstationen auf sich hat, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zuletzt hatte NIO wegen der Pandemie mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Jetzt sei man aber mit 8 Milliarden Dollar Cash gut finanziert, erklärt Hui Chang in einem Interview. Auch die Absatzzahlen seien zuletzt wieder gestiegen. Im Juni hat NIO knapp 13.000 Fahrzeuge ausgeliefert, um 60% mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und Rekord. Seit der Gründung 2014 hat NIO bereits mehr als 200.000 Autos verkauft. Gebaut werden diese in 2 Produktionswerken in China, die insgesamt 600.000 Einheiten pro Jahr produzieren können. In Norwegen ist man bereits seit Herbst 2021 am Markt. Die erste Batteriewechselstation steht in Oslo. Trotz des Markteinstiegs ist kein eigenes Werk in Europa geplant. Wie alle anderen Hersteller kämpfe aber auch NIO aktuell mit Preissteigerungen, vor allem für Batterien. NIO muss aktuell seine Batterien noch zukaufen, erst ab 2024 will man diese selber erzeugen. Auch an der Halbleiterversorgung arbeitet NIO seit 2 Jahren intensiv. Der monatelange Lockdown in Shanghai habe ebenfalls zu Problemen geführt, sei nun aber beendet. Das beweise die Rekordauslieferung im Juni. Der NIO ET7 kommt gleichzeitig minimalistisch, aber auch sehr modern daher. Schmale Tagverlichter über den Scheinwerfern dürften ziemlich schnell zum markanten Erkennungsmerkmal des ET7 werden. Die wohl ausgeformte Stoßstange, die zugleich elegant, aber auch sportlich daherkommt, beherbergen die eben erwähnten Scheinwerfer. Die Dachlinie zieht sich flach und stromlinienförmig von vorne nach hinten. Ein weiterer Hingucker ist das Dach im Allgemeinen. Es ist voll verglast. Eingelassene Türgriffe an den Seiten tragen zum guten Luftwiderstand bei. Das Heck fällt recht abrupt ab und wird von einem durchgehenden Leuchtband verziert. Wenn wir die Linienführung der Spalten am Heck verfolgen, sieht es aber stark danach aus, als ob der ET7 bloß eine Stummelhecköffnung für den Kofferraum hat. Allgemein aber ist das ein Design, welches mir persönlich sehr gut gefällt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Der Innenraum des ET7 wirkt ebenfalls sehr edel. Hingucker ist natürlich zum einen die künstliche Intelligenz Nomi, die über dem Infotainment sitzt, und das 12,8 Zoll Display des Infotainments selbst. Es scheint nämlich auf der vorderen Konsole bloß aufzuliegen und trägt zum allgemeinen minimalistischen Design bei. Vor allem Komfort und Platz waren wichtig und auch auf nachhaltige Materialien hat man geachtet. Erstmals hat man im ET7 Dekorelemente eingesetzt, die auf nachwachsenden Rattern basieren. Für genug Helligkeit im Inneren sorgt das 1,9 Quadratmeter große Panoramadach, das auch im Fond ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Ihr könnt euch jetzt mit Juicify den THG-Bonus von 333 € für euer Elektroauto sichern. Und dieser Bonus wird sogar direkt in nur wenigen Werktagen ausgezahlt. Außerdem kann man einen Teil der Prämie spenden und Juicify verdoppelt eben diese Spende. Folgt dem Link in der Videobeschreibung, schlagt zu und weiter geht's. Der NIO ET7 ist 5,1 Meter lang, 1,98 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Der Radstand beträgt genau 3,06 Meter. Leer wiegt er 2400 Kilogramm. Die Eckdaten der Antriebstechnik sind beeindruckend. 480 kW, 653 PS Systemleistung, 850 Newtonmeter Drehmoment, über 1000 Kilometer Reichweite. So soll der NIO ET7 in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 rauschen. Und anders als bei den SUV dürfte auch bei 200 km/h noch nicht Schluss sein. Der Bremsweg aus 100 km/h soll bei 33,5 Meter liegen. Außerdem wartet das Fahrzeug mit einem CW-Wert von nur 0,208 auf, welcher mit dem aktuellen Rekordhalter Mercedes EQS mithalten kann. Die Batterietechnologie macht den ET7 aber zum neuen Maßstab unter Elektroautos. Denn neben Lithium-Ionen-Paketen mit 70 Kilowattstunden für rund 500 Kilometer oder 100 Kilowattstunden für 700 Kilometer, leider nach veraltetem NEFZ, bauen die Chinesen bald auch eine Feststoffbatterie ein und machen damit vor Tesla oder dem VW-Konzern, der ebenfalls daran arbeitet, den nächsten großen Entwicklungsschritt.
150 Kilowattstunden groß und mit einem Drittel mehr Energiedichte, 360 Wattstunden pro Kilogramm, soll sie eine Reichweite von 1000 Kilometern ermöglichen. Allerdings kommt die Batterie erst 2024, bis die Top-Version erhältlich sein wird. Um die Zeit an der Ladesäule auf das Niveau von Verbrennern zu drücken, hat NIO als einziger Hersteller bisher ein System für den Akkuwechsel installiert. Statt die Akkus an der Säule stehend zu laden, rollen die NIO-Autos in eine Station, die kaum größer ist als eine Waschstraße und ähnlich automatisiert funktioniert. Dort werden binnen weniger Minuten die leeren Akkus ausgebaut und gegen volle ersetzt. Bis Ende 2021 hat NIO weltweit 778 der sogenannten Power-Swaps-Stationen gebaut. In Deutschland werden die ersten Batteriewechselstationen, für die NIO berühmt ist, in München und Berlin entstehen. Und als wären Preis, die Fahrleistungen, die innovativen Akkus und ihre Wechselstationen nicht schon Argumente genug, will sich NIO auch beim automatisierten Fahren an die Spitze setzen. Dazu dient ein Hochleistungsrechner, der 8 GB Daten pro Sekunde erzeugen und in dieser Zeit 100 Billionen Rechenschritte ausführen kann. Zusammen mit 33 Sensoren inklusive 11 hochauflösender Kameras, 5 Radarsystemen, einem LiDAR-Auge sowie Vehicle-to-X-Informationen soll der Supercomputer auf Rädern beim Parken, beim Batteriewechsel, auf der Autobahn bis hin zum chaotischen Stadtverkehr schrittweise für Autonomie sorgen. Mit Preisen ab etwa 48.000 € wird der ET7 den deutschen und amerikanischen Platzhirschen gehörig Konkurrenz machen, wobei man die Batteriemiete von 150 € im Monat nicht vergessen darf. Bei Kauf mit Akku sollte die E-Limousine ab 56.000 € zu haben sein. Wie findet ihr den NIO ET7? Wäre der was für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, Link gibt's in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.